Meine Nachbarin hat diese Tasche an mir gesehen und gefragt, wo ich denn so ein süßes Schmuckstück gekauft habe. Ich habe stolz geantwortet, dass ich sie selbst geflochten habe. Aus einem Telefonbuch. Sie hat mich angeschaut, als wäre ich verrückt. Und dann hat sie mich gebeten, es ihr auch beizubringen. Hallo, ich heiße Katharina und du bist auf dem Kanal, wo sich eine gewöhnliche Zeitung in etwas Erstaunliches verwandelt. Und heute werde ich es auch dir beibringen. Diese Klatschtasche ist komplett aus Zeitungsröhrchen auf einer Plastik-Canvas geflochten und du kannst genauso eine machen. Und gleich ein kleiner Spoiler, das Flechten an sich ist hier überhaupt nicht schwer. Wenn du schon mal irgendetwas aus Zeitungsröhrchen geflochten hast, schaffst du das ganz leicht. Und wenn das dein erstes Projekt ist, mach dir keine Sorgen, ich werde alles so langsam und detailliert wie möglich erklären und zeigen. Außerdem erzähle ich dir von allen Stolpersteinen, über die ich schon für dich gestolpert bin und das nicht nur einmal. Also mach's dir bequem und lass uns anfangen. Also, was brauchen wir für dieses Projekt? Erstens eine Plastik-Canvas. Das ist das Gerüst unserer Tasche. Solche Canvas werden oft verwendet, um Taschen oder andere Dinge mit Kordel oder Garn zu umflechten. Nun, und wir werden sie mit Zeitungsröhrchen umflechten. Die Canvas wird in Bögen verkauft, du kannst die gewünschte Form selbst ausschneiden oder du kannst gleich eine fertige Schablone kaufen. Ich habe gleich ein ganzes Set von Canvas für Taschen gekauft. Und hier ist mein erster Tipp für dich. Achte nicht nur auf die Gesamtgröße der Canvas, sondern auch auf die Größe der Kästchen. Das ist sehr wichtig. Nicht alle Kästchen eignen sich für Zeitungsröhrchen. Aus meinem Set hatten einige Canvas leider unpassende Kästchen. Oder ich verstehe einfach noch nicht, wie man sie schön umflicht, aber dazu erzähle ich etwas später mehr. Zweitens, Taschenzubehör. Genauer gesagt, ein Taschengriff, Befestigungen für den Griff und natürlich ein Verschluss. Und hier ein wichtiger Punkt, Verschlüsse sind unterschiedlich, nicht nur im Design, sondern auch in der Art der Befestigung. Ich habe mich für verdeckte Magnetverschlüsse entschieden, da ich dachte, das sieht schöner aus. Aber es stellte sich heraus, dass sie technisch schwieriger zu befestigen sind und ich musste sogar das Design der Tasche ändern. Genaueres dazu erzähle ich, wenn wir zum Flechten kommen. Für jetzt einfach ein Tipp für die Zukunft. Wenn du keine Überraschungen möchtest, nimm aufgesetzte Verschlüsse. Sie sind einfacher zu befestigen und beeinflussen die Wahl des Musters nicht. Und damit du all das leichter findest, habe ich alle Links in der Beschreibung gesammelt. Da gibt es die Canvas und das Zubehör. Nicht nur für die Dinge, die ich verwendet habe, sondern auch für Alternativen. Genau die ich wählen würde, wenn ich diese Tasche noch einmal machen würde. Also klick rein und wähle aus, was dir am besten gefällt. Nun und wir kehren zum Projekt zurück. Ich habe auch noch ein Innenfutter gemacht, damit die Tasche stylisch und praktisch ist. Ich habe es selbst aus Baumwollstoff genäht, aus 3 Teilen. Welche Fäden und welchen Stoff du wählst, das bleibt ganz dir überlassen. Um ehrlich zu sein, lerne ich gerade erst zu nähen, deshalb werde ich meine heldenhaften Nähexperimente nicht zeigen. Sagen wir mal so, die Hauptsache ist, dass das Innenfutter irgendwie etwas geworden ist und alle meine Finger noch dran sind. Und das Wichtigste, was wir brauchen, sind Zeitungsröhrchen. Genau mit ihnen werden wir schöne Muster flechten. Und hier Achtung, für dieses Projekt brauchen wir besondere Röhrchen. Nicht so, wie wir normalerweise für Körbe Zeitungsröhren drehen, sie haben ganz andere Parameter. Und lass mich dir ausführlich erzählen, welche Röhrchen wir brauchen. Was sind das denn für besondere Röhrchen? Wenn du mein Video über die Wahl der Breite des Papierstreifens zur Dicke der Stricknadel gesehen hast, dann vergiss fast alles, was ich dir dort erzählt habe. Für dieses Projekt bereiten wir die Röhrchen nicht fest und elastisch vor, sondern im Gegenteil hohl und flach. Wozu? Ganz einfach. Wir nehmen unsere Canvas und messen die Größe eines Kästchens. Bei mir sind es 4 x 4 mm. Während des Flechtens von Mustern werden wir darauf stoßen, dass wir 3 Röhrchen in ein einziges solches Kästchen stecken müssen. Unglaublich, oder? Das bedeutet, wir brauchen solche Röhrchen, die sich leicht zusammendrücken lassen, damit mehrere Röhrchen in ein Kästchen passen und darüber hinaus, damit sie die Plastik-Canvas verdecken. Gleich 2 Aufgaben auf einmal. Ich habe lange nach den perfekten Parametern gesucht, damit die Röhrchen beide Aufgaben bewältigen und das ist mein Ergebnis. Papier, ein Telefonbuch. Die Papierdichte in diesen Büchern ist sehr gering. Einfach die ideale Wahl, damit die Röhrchen dünn werden. Ich habe das Telefonbuch in gleichmäßige Streifen mit einer Breite von nur 5 cm geschnitten. Ich habe sie auf eine 2 mm dicke Stricknadel gedreht. Das Drehen solch unkonventioneller Röhrchen unterscheidet sich in nichts vom Drehen unserer gewohnten Röhrchen.
Der einzige kleine Unterschied, du musst die Spitze mit dem Kleber gut anpressen. Lass dir wirklich Zeit damit, sie loszulassen und die Stricknadel aus dem Röhrchen zu ziehen. Die Sache ist die, dass wir gar nicht so viele Papierschichten bekommen. Das Papier macht also nur wenige Umdrehungen um die Stricknadel. Und das bedeutet, dass die Papierschichten keinen Halt finden. Übrigens, erinnerst du dich an die Sendung Mythbusters? Sie hatten ein Experiment, bei dem sie 2 Telefonbücher Seite für Seite ineinander gelegt haben und danach konnten selbst 2 Panzer sie kaum auseinanderreißen. Klingt unwirklich, aber das ist alles Physik. Die Papierblätter reiben aneinander und erzeugen eine enorme Reibungskraft. Aber in unseren Röhrchen gibt es wenige Schichten, daher gibt es fast keine Reibung, also warte ein wenig, damit der Kleber greift und das Röhrchen sicher vor dem Aufrollen schützt. Für dieses Täschchen brauchte ich weniger als 300 Stück Röhrchen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal genau wie viele, da ich die Elemente in der Tasche unzählige Male neu geflochten habe. Ich habe Mist gebaut, deshalb musste ich alles aufschneiden und von vorn anfangen. Aber ich nehme an, dass ich etwa 150 beige und etwa 100 weiße Röhrchen gebraucht habe. Wenn die benötigte Menge gedreht ist, empfehle ich das Färben von Zeitungsröhren. Das verleiht nicht nur eine einzigartige Farbe, sondern verklebt auch zusätzlich alle Papierschichten. Zum Färben eignet sich Farbe auf Wasserbasis. Übrigens, wenn du das genaue Rezept für diesen Farbton mit allen Proportionen und Namen der Farben wissen möchtest, lade ich dich ein, Kanal-Mitglied zu werden und unserem exklusiven Club beizutreten. Dort teile ich einzigartige, ausführliche Tutorials und all meine geheimen Rezepte. Klick einfach auf den Mitglied-Werden-Button unter diesem oder jedem anderen meiner Videos und erhalte Zugang zu exklusiven Inhalten. Und vergiss natürlich nicht, ein Like dazulassen, das ist auch eine riesige Unterstützung, die dem Kanal hilft zu wachsen. Vielen Dank an alle für die Hilfe bei der Entwicklung des Kanals. Also, sobald die Röhrchen gefärbt sind, muss man sie noch ein wenig auf das Flechten vorbereiten. Und hier ist es wirklich sehr wichtig. Wir werden mit fast trockenen Röhrchen flechten. Es sollten wirklich nur leicht feuchte Röhrchen sein. Gerade so eben, sonst reißen sie beim Flechten einfach. Sobald die Röhrchen fertig sind, lass uns mit dem Flechten beginnen. Damit alles ordentlich wird, habe ich nach einem Flechtmuster geflochten. Zuerst habe ich die genaue Anzahl der Kästchen auf allen Seiten abgemessen und ein vorläufiges Flechtmuster gezeichnet. So wusste ich genau, wie viele Reihen dieses oder jenes Muster einnehmen wird. Unser Arbeitsplan sieht so aus: das Muster Fischgräte an den Seiten des Hauptteils der Canvas flechten. Die Seitenteile umflechten, wo der Griff befestigt wird, und gleich die Befestigungen für die Kette anbringen. Der schwierigste Teil, das zentrale Musterflechten, nachdem wir vorher einen Teil des Magnetverschlusses mit dem Innenfutter befestigt haben. Das Baumwollinnenfutter für den inneren Teil der Tasche mit normalen Fäden rundherum annähen. Und der letzte Schliff alle Ränder verbinden, damit sich die flache Schablone in eine voluminöse Tasche verwandelt. Der Plan klingt gewaltig, aber in Wirklichkeit ist alles einfacher, als es scheint. Lass uns anfangen. Wir beginnen mit dem Flechten des einfachsten Musters, der Fischgräte. Seitlich auf dem Bildschirm werde ich das Flechtmuster schrittweise einblenden, damit du dich leichter orientieren kannst. Ich habe zuerst versucht, mit Worten zu erklären, was wohin gesteckt werden muss, habe aber gemerkt, dass das nur noch mehr verwirrt. Deshalb lass mich dir lieber die wichtigsten Punkte und Besonderheiten des Prozesses selbst erzählen. Flechten werden wir mit zusammengedrückten Röhrchen. Das ist nötig, um die Plastik-Canvas komplett zu verdecken. Wir nehmen das Röhrchen und drücken es einfach mit den Fingern über die gesamte Länge zusammen. Und hier ist die erste wichtige Besonderheit. Sobald du das Röhrchen in das Flechten einführst, lass das Schwänzchen etwas länger. Ich wusste damals noch nicht, welche Überraschung auf mich wartet, deshalb habe ich mit dem abstehenden Schwänzchen gegeizt. Wiederhole meine Fehler nicht und lass die Länge mit etwas Spielraum. Etwas später erkläre ich dir ausführlich, wofür das nötig ist. Aber vorerst flechten wir die erste Reihe mit dem Muster Fischgräte. Im Grunde sind das einfach diagonale Windungen. Die Größe kann man beliebig wählen, aber mir schien eine Diagonale von 3 Kästchen optimal. Die erste Windung lege ich verkürzt an über nur 2 Kästchen, da das der äußerste Rand der Canvas ist. Aber alle folgenden Windungen sind dann vollwertig über 3 Kästchen. So fahre ich fort, entlang der langen Seite bis zum nächsten Rand zu flechten.
Sobald das Arbeitsröhrchen kurz wird, müssen wir es verlängern. Mit der Verlängerung müssen wir uns hier etwas mehr Mühe geben, weil sie sich von unserem klassischen Flechten unterscheidet. Auf der Rückseite markiere ich die Stelle, an der sich die Verbindungsstelle befinden wird. Ein paar Millimeter von dieser Markierung entfernt, schneide ich das Röhrchen in einem spitzen Winkel ab. Mit den Fingern richte ich die Spitze aus und drücke sie in einer anderen Ebene zusammen. Ich richte den Schnitt so aus, dass er direkt zu mir zeigt. Jetzt presse ich ihn genau in der Mitte mit dem Fingernagel an und führe die seitlichen Ecken zueinander. Wir falten das Röhrchen quasi in der Mitte und machen es so spitz wie möglich. Wir nehmen ein neues Zeitungsröhrchen, geben einen Tropfen Universalkleber in die breite Spitze und stecken unsere Spitze dort hinein. Mit drehenden Bewegungen drehen wir es bis zum Anschlag hinein. Aber jetzt Achtung! Beeile dich nicht, das Werkstück umzudrehen und weiter zu flechten. Lass den Kleber gut anziehen. Während er antrocknet, presse ich die Stelle der Verlängerung fest zusammen und drücke das neue Röhrchen über die gesamte Länge zusammen, damit es flach wird. Ich schneide seine Spitze schräg ab, damit sie spitz wird und leicht in die Kästchen der Canvas passt. Sieh dir nun die Verbindungsstelle an. Die Stelle der Verlängerung ist jetzt am dicksten und rundesten. Man muss sie unbedingt zusammendrücken, damit wir auf der Innenseite der Tasche keine Beulen haben. Das geht mit den Fingern oder dem Fingernagel, aber mir ist es bequemer, das mit einer Ahle zu machen. Ich zerdrücke und drücke diese Verbindungsstelle zusammen, damit sie nicht so dick ist und beim Flechten nicht absteht. Nach diesen Handgriffen mache die erste Windung sehr vorsichtig. Zieh nicht so stark an dem neuen Röhrchen, damit es nicht herausrutscht. Ich presse die Verbindungsstelle noch etwa 20 Sekunden mit dem Finger an, damit der Kleber im Inneren auch wirklich greift. Und erst dann drehe ich die Canvas auf die Vorderseite um und flechte weiter. Also, wir beschleunigen ein wenig und gehen zum Ende dieser Reihe über. Sobald wir am anderen Rand der Canvas ankommen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder beginnen wir jede Reihe mit einem neuen Röhrchen zu flechten und dann bleibt an den Rändern der Canvas ein Haufen Schwänzchen übrig, die wir später ordentlich verstecken müssen. Oder wir flechten mit demselben Röhrchen weiter und machen an den Rändern der Canvas Kehrtwenden. Mir persönlich gefällt die zweite Variante besser, so muss man ganz am Ende weniger Schwänzchen verstecken. Aber sieh mal, auf welche interessante und unerwartete Situation ich gestoßen bin. Es stellt sich heraus, dass sich Kehrtwenden völlig unterschiedlich legen können. Auf der einen Seite der Tasche wurden sie irgendwie beliebig und auf der anderen wurden sie perfekt und ordentlich. Und weißt du was? Ich gebe ehrlich zu, ich habe diese Magie bis heute nicht entschlüsselt. Ob die ungerade Anzahl der Kästchen Einfluss hat oder das Muster selbst. Ich habe versucht, die Logik zu finden, konnte es aber nicht. Deshalb musste ich, um das Ideal zu erreichen, am Ende einfach die halbe Tasche wieder aufribbeln. Und genau hier kommen wir auf den Moment zurück, als ich dir geraten habe, das Schwänzchen des Röhrchens ganz am Anfang etwas länger zu lassen. Das war genau dafür nötig, damit du ausprobieren kannst, von jeder Seite eine Kehrtwende zu machen und zu schauen, auf welcher Seite es bei dir schöner wird, ohne später die halbe Tasche aufribbeln zu müssen. Sobald die Kehrtwende geschafft ist, flechten wir die zweite Reihe weiter. Hier ist alles dasselbe, es gibt nur zwei wichtige Punkte. Erstens ändern wir in dieser Reihe die Neigung der Diagonale, und zwar genau deshalb, damit sich unsere schönen Fischgräten formen. Und zweitens machen wir die Windung direkt in ein bereits belegtes Kästchen. Das heißt, an der Kreuzung der Diagonalen werden sich gleich zwei Röhrchen in einem Kästchen treffen. Alles dasselbe wie schon in der allerersten Reihe. Wir flechten weiter, bis wir das Ende der Reihe erreichen und dort erwartet uns eine neue Kehrtwende. Die Kehrtwende von der zweiten auf die dritte Reihe wird analog gemacht.
Und wie du schon verstehst, habe ich auf diese Weise 6 Reihen mit dem Muster Fischgräte geflochten, zuerst auf der einen Seite der Canvas und dann auf der anderen. In der Mitte habe ich Platz für ein besonderes Muster gelassen, dazu kommen wir etwas später. Aber vorerst gehen wir zu den Seitenteilen des Täschchens über, dorthin, wo unsere Griffe befestigt werden. Und auch hier gibt es eigene Besonderheiten. Ursprünglich wollte ich an den Seitenteilen nur 2 Reihen mit unserem bereits bekannten Muster Fischgräte flechten. Mir hat es sehr gefallen, wie das aussah. Aber es trat ein unvorhergesehenes Problem auf. Die Sache ist die, dass wir später das Innenfutter einnähen müssen. Erinnerst du dich, ich habe gezeigt, dass mein Innenfutter aus 3 Teilen besteht. Diese Teile habe ich etwas kleiner als die Canvas gemacht, buchstäblich um ein Kästchen, damit im letzten Schritt die Röhrchen frei durch die äußeren Kästchen passen. Und da dämmerte es mir. Wenn ich jetzt alles mit der Fischgräte flechte, werde ich den Stoff einfach nicht annähen können. Ich müsste entweder mit der Nadel Löcher in die Röhrchen stechen oder mich irgendwie mit Juwelierpräzision unter ihnen durchschlängeln. Dieses Muster hätte das Annähen des Innenfutters in eine echte Folter verwandelt. Und da es für mich persönlich viel leichter ist zu flechten als zu nähen, beschloss ich, das Muster abzuändern, um meine Leiden mit der Nadel zu minimieren. Spoiler: Dieses Projekt hat mir das Interesse am Nähen für lange Zeit komplett verdorben. Na gut, ich habe mich nur ein bisschen beschwert, lass uns zur Tasche zurückkehren. Ich zeige dir jetzt, wie ich mich aus dieser Situation gerettet habe. Zuerst nahm ich starke Baumwollfäden und nähte die Metallbefestigung für den Griff bombenfest direkt an die Plastik-Canvas. Man kann sie natürlich über dem Muster befestigen, aber ich wollte eine verdeckte Befestigung machen. Etwas später werden Zeitungsröhrchen über diesen Fäden liegen und die Fäden werden überhaupt nicht mehr zu sehen sein. Die Befestigung ist erledigt, jetzt kehren wir zum Flechten zurück. Im Grunde bleibt das Muster dasselbe, es ist immer noch unsere Fischgräte. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt Reihen unterschiedlicher Breite machen. In der Mitte dieses Teils machen wir 2 Reihen über 3 Kästchen und an den Rändern über 2. Man kann an jedem Rand anfangen zu flechten, aber ich beschloss, einen anderen Weg zu gehen und direkt in der Mitte anzufangen. Und jetzt schau genau hin. Wir werden ganz dicht am Hauptteil der Canvas flechten. Deshalb stecke ich das neue Röhrchen direkt in die Kästchen, wo es bereits fertiges Flechten gibt. Die Hälfte des Röhrchens lassen wir vorerst ausruhen. Wir werden sie später brauchen. Und wir flechten nur mit der einen Hälfte des Röhrchens. Das Prinzip ist absolut dasselbe wie bei den langen Reihen des Hauptteils der Canvas. Sobald wir die Befestigung erreichen, umflechten wir eine ihrer Kanten direkt über die Fäden, wobei wir immer noch unserem Muster Fischgräte folgen. Am Ende der Reihe machen wir eine Kehrtwende und flechten in die entgegengesetzte Richtung. Achte darauf, dass sich das Muster etwas verändert hat. Jetzt nimmt es eine geringere Anzahl von Kästchen ein. So flechten wir weiter bis zum Ende der Reihe. Sobald die eine Hälfte dieses Teils geflochten ist, gehen wir zur zweiten über. Genau das lange Schwänzchen, das sich bei uns die ganze Zeit ausgeruht hat, wird jetzt zum Arbeitsröhrchen. Und genau mit ihm flechten wir die zweite Hälfte weiter. Das Prinzip ist genau dasselbe, wir machen einfach alles spiegelverkehrt. So, ein Seitenteil des Täschchens ist fertig. Die Schwänzchen von den Röhrchen rühre ich vorerst nicht an, darum kümmern wir uns ganz am Ende, wenn die ganze Tasche geflochten ist. Aber vorerst hat mich etwas anderes mehr beschäftigt. Wird es mir am Ende gelingen, das Innenfutter an die Canvas zu nähen? Oder wird das neue Muster auch stören? Ich überprüfe. Puh, aufatmen! Alles ist perfekt geworden! Schau dir diesen Zwischenraum an, die Nadel wird genau zwischen den Kästchen wie durch Butter gleiten. Und jetzt kommen wir zum leckersten Teil, dem zentralen Muster. Es wird nicht nur das Haupthighlight unserer Klatsch sein, von dem man den Blick nicht abwenden kann.
sondern genau dank dieses Musters wird es uns gelingen, die Magnetverschlüsse geschickt und unsichtbar zu befestigen. Los geht's! Und bevor wir das Muster selbst besprechen, gibt es einen kritisch wichtigen Schritt. Wir dürfen nicht vergessen, den Magnetverschluss zu befestigen. Die Sache ist die, dass mein Verschluss aus 2 Teilen besteht. Der erste wird von innen am Täschchen befestigt, direkt über dem Innenfutter an dem Teil, der als Deckel der Klatsch dienen wird. Und der zweite Teil des Verschlusses wird an der Außenseite der Tasche befestigt, direkt über allen Mustern. Bisher klingt alles logisch, oder? Aber schau, was in der Praxis passiert. Ich habe den oberen Teil des Verschlusses zusammen mit dem Innenfutter befestigt. Und mir wurde klar, dass unser liebgewonnenes Musterfischgräte hier nicht mehr funktioniert. Wegen dieses Verschlusses, der viele Kästchen in der Canvas eingenommen hat, wird es einfach nicht gelingen, die Röhrchen als Fischgräte zu legen. Ich habe einen Haufen Varianten durchprobiert und war schon fast verzweifelt, bis ich auf dieses gestoßen bin. Dieses Muster sieht einfach umwerfend aus und das Wichtigste, es passt technisch perfekt zu uns. Sein ganzes Volumen befindet sich auf der Außenseite der Canvas und an dem Gitter selbst ist es nur an den Rändern befestigt, im Grunde nur an den 2 äußeren Reihen. Das heißt, auf der Innenseite der Tasche, direkt in der Mitte, bleibt uns ein Hohlraum. Und das ist einfach die perfekte Lösung, um außen die Beinchen des Verschlusses zu verdecken und sie innen zu umgehen. Im Prinzip ist dieses Muster gar nicht schwer zu flechten. Nur in der ersten Reihe muss man extrem aufmerksam sein und die Kästchen genau abzählen. Dafür macht man alle folgenden Reihen buchstäblich auf Autopilot. Allerdings trotz all der Einfachheit hat dieses Muster 2 tückische Momente, über die ich mir ordentlich den Kopf zerbrechen musste. Der erste Moment ist die Stelle der Verlängerung der Röhrchen. Nach unserer bisherigen Erfahrung ist die Antwort offensichtlich. Verlängere das Zeitungsröhrchen einfach auf der Innenseite der Tasche. Toller Plan, aber in der Praxis ist nicht alles so perfekt. Wegen der Besonderheit des Musters bleibt auf der Innenseite zu wenig Platz für die Verlängerung. Das Röhrchen geht nach innen und macht sofort eine scharfe Kehrtwende nach außen. Und die Verbindungsstelle der Verlängerung, obwohl wir sie zusammendrücken, bleibt trotzdem ziemlich dicht. Auf ihr solche scharfen Biegungen zu machen, ist sehr schwer. Deshalb habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich nahm mein Flechtmuster und malte jede Reihe in einer einzigartigen Farbe an. Auf so einem bunten Spickzettel war sofort deutlich zu sehen. Einige Reihen werden von oben komplett durch die Röhrchen verdeckt. In anderen Reihen sieht man nur einen Teil des Röhrchens. Was bedeutet das für uns? Das ist ein perfekter Hinweis darauf, wo man die Verbindungsstellen der Verlängerung unsichtbar verstecken kann. Zum Beispiel ist es in der ersten Reihe völlig egal, wo die Verbindungsstelle sein wird. Diese Reihe ist praktisch komplett verdeckt. In der zweiten Reihe sind offene Stellen nur an den Rändern sichtbar. In der dritten verschieben sich die offenen Stellen und so weiter. Kurz gesagt, während des Flechtens hielt ich dieses farbige Flechtmuster griffbereit und schaute ständig darauf, um zu verstehen, wo man in jeder spezifischen Reihe mit geringstem Aufwand unsichtbar die Verlängerung machen kann. Drück auf Pause und mach einen Screenshot dieses bunten Flechtmusters, lass es auch für dich zu einem Spickzettel werden. Und der zweite Moment, das sind die Kehrtwenden, bei denen musste ich ganz schön schwitzen. Wie du dir schon denken kannst, könnte man dieses Muster auch flechten, indem man jede Reihe mit einem neuen Röhrchen beginnt. Aber dann wäre uns an den Rändern der Canvas ein ganzer Haufen von Schwänzchen geblieben, die man mühsam hätte verstecken und ankleben müssen. Kurz gesagt, das wollte ich kategorisch nicht. Ich wollte alle Reihen weiterhin mit ein- und demselben Arbeitsröhrchen flechten. Deshalb musste ich mir ausdenken, wie genau man die Kehrtwenden an den Rändern macht. Jetzt blende ich große Flechtmuster auf dem Bildschirm ein, auf denen schrittweise gezeigt wird, wie ich die Kehrtwenden in jeder Reihe gemacht habe. Drück im richtigen Moment auf Pause, um dir alles genau anzusehen.
So, jetzt hast du alle geheimen Flechtmuster und Tricks. Weiter geht der Prozess monoton und läuft wie geschmiert, deshalb lass uns zum nächsten Schritt übergehen. Nachdem alle Teile unseres Täschchens geflochten sind, kommt der Moment der Wahrheit, der Zusammenbau und das Annähen des Innenfutters. Aber davor müssen wir auf der Rückseite Ordnung schaffen und alle abstehenden Schwänzchen verstecken. An den normalen Wänden habe ich das Schwänzchen einfach durch eine Windung des Musters gezogen und zur Sicherheit einen winzigen Tropfen Sekundenkleber aufgetragen. Aber die Schwänzchen vom zentralen Akzentmuster habe ich vorsichtig direkt durch die Kästchen der Canvas gezogen. Und natürlich habe ich, bevor ich zu Nadel und Faden griff, die zweite Hälfte unseres Magnetverschlusses angebracht. Auf der Vorderseite wird sie direkt über dem Muster befestigt und auf der Rückseite versteckt sie sich unter dem Innenfutter. Den Prozess des Annähens des Innenfutters selbst habe ich nicht gefilmt. Und ich sage ehrlich, es ist mir gelinde gesagt etwas schief geraten. Besonders gelitten haben genau die Ränder, an denen der Magnetverschluss anliegt. Alles neu zu nähen hatte ich nicht die geringste Lust. Ich habe ja gesagt, dass dieses Projekt mir das Interesse am Nähen verdorben hat. Und genau hier, als die Zeit für den finalen Zusammenbau, kam das Zusammennähen aller Teile zu einer voluminösen Tasche, reifte in meinem Kopf ein waghalsiger Plan. Normalerweise umflicht man in solchen Fällen die Ränder einfach mit dem gleichen Material. Aber ich war mit meiner schiefen Naht so unzufrieden, dass ich mich zu radikalen Maßnahmen entschloss. Ich kam auf die Idee, auf einem 3D-Drucker spezielle Ränder auszudrucken, die all meine Nähfehler verbergen und dem Täschchen einen stilvollen letzten Schliff verleihen. Ja, klingt verrückt, das uralte Handwerk des Flechtens und modernes Know-how in Form von 3D-Druck in einem Projekt, aber unser Täschchen selbst ist ja auch ungewöhnlich, nicht wahr? Lass mich dir zeigen, wie das in der Praxis funktioniert. Die Teile aneinander genäht habe ich mit denselben Zeitungsröhrchen. Technisch gesehen ist das eine einfache Umwicklung. Ich begann mit dem schmalsten Teil. Schritt für Schritt fädelte ich das Röhrchen durch die äußeren Kästchen der Canvas, wobei ich die Schwänzchen an den Seiten herausstehen ließ. Sobald der Rand dieses Teils bearbeitet ist, fange ich an, nach und nach die restlichen anzunähen. Ich nehme ein neues Röhrchen und fälle es gleich durch die zwei äußeren Kästchen beider Teile, als würde ich sie zusammennähen. Das anfängliche Schwänzchen verstecke ich unter dem Rand des Innenfutters in der Tasche. Und jene Schwänzchen, die von der Umwicklung des schmalen Randes übrig geblieben sind, verstecke ich sorgfältig direkt im Inneren der neuen Umwicklung. Vielleicht kommt es dir so vor, als hätte ich mich mit dieser Tarnung zu sehr bemüht, aber für mich war es kritisch wichtig, dass das Täschchen perfekt glatt wird. Keine abstehenden Stümpfe. Ich möchte sicher sein, dass die Klatsch keine Fäden an empfindlicher Kleidung zieht und dass ich mir nicht die Hand zerkratze, wenn ich mein Handy heraushole. Letztendlich habe ich die Umwicklung genau bis zu den Grenzen des zentralen Musters gemacht. Hätte ich das Innenfutter perfekt gerade angenäht, hätte ich einfach damit weitergemacht, den ganzen Umfang mit Röhrchen zu umwickeln. Aber ich hatte meinen 3D-Plan, ich habe genau diese Ränder modelliert und ausgedruckt. Und als alle Teile des Täschchens verbunden waren, musste ich sie nur noch an ihren Platz setzen. Zugegeben, sie zu fixieren, erwies sich als ziemliche Herausforderung, aber das Ergebnis ist es wert. Ich nähte die Ränder mit Baumwollfäden bombenfest direkt durch die Plastik-Canvas an. Es wurde unglaublich stabil, ordentlich und sehr stilvoll. Übrigens, wenn du keinen 3D-Drucker hast, kein Problem. Einen ähnlichen Fehler beim Nähen könnte man mit einem dicken Lederstreifen, einem schönen Band oder sogar mit einem Taschenverschluss verdecken, der genau am Rand des Täschchens befestigt wird. Nun, das ist alles. Unser Wundertäschchen ist fertig. Schau, wie toll sich die Textur der Zeitungsröhrchen und die strenge Geometrie der Muster verbinden. Und das Wichtigste, niemand wird je erraten, dass diesem Designerstück gewöhnliche Telefonbücher und eine Plastik-Canvas zugrunde liegen. Ja, in diesem Projekt gab es viele Stolpersteine. Ich musste mit dem Innenfutter kämpfen und mir neue Kehrtwenden ausdenken, aber das Ergebnis hat all meine Erwartungen übertroffen. Wenn dir dieses ungewöhnliche Experiment gefallen hat, unterstütze das Video unbedingt mit einem Like und abonniere den Kanal.
Und wenn du meine verrückten Ideen und mein Hinausgehen über die Grenzen des klassischen Flechtens unterstützen möchtest, trete unserem exklusiven Club von Kanalmitgliedern bei. Der Button Mitglied werden befindet sich direkt unter dem Video. Danke, dass du diese Zeit mit mir verbracht hast. Hab keine Angst zu experimentieren, Fehler zu machen und nach unkonventionellen Lösungen zu suchen. Bis bald in neuen Videos. Tschüss!